Hallo allerseits. Hallo, guten Morgen. Wir sind heute an einem ganz besonderen Ort, nämlich auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf. Dieser 206 Hektar große Waldfriedhof wurde 1909 eröffnet und ist der zweitgrößte Deutschlands und der 10. größte weltweit. Er hat sich auch mittlerweile zum prominenten Friedhof entwickelt. Hier liegen unter anderem Manfred Krug und Dieter Thomas Heck begraben. Und wir wollen uns mit euch mal den Friedhof angucken. Genau. Auf geht's. Auf geht's. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeichnete sich in den innenstadtnahen Bereichen Berlins aufgrund des starken Bevölkerungswachstums der Stadt eine Verknappung der verfügbaren Begräbnisplätze ab. Infolgedessen entstanden Planungen für mehrere große, ausbaufähige Friedhöfe im Berliner Umland. Für deren Anlage erwarb der Berliner Stadtsynodalverband schließlich um die Jahrhundertwende 3 große Grundstücke außerhalb der Stadt. Darunter war auch eine damals rund 156 Hektar große, zum Teil mit Kiefernwald bewachsene Ackerfläche im südwestlichen Berliner Umland. Mit der Anlage des Friedhofs wurde Anfang des 20. Jahrhunderts der Garteningenieur Louis Meyer beauftragt. Seine Planung war auf ein naturromantisches Erscheinungsbild ausgerichtet. Der neu entstandene Friedhof war waldähnlich und naturnah und einer der ersten seiner Art in Deutschland. Die Eröffnung des neuen Friedhofs erfolgte am 28. März 1909. Wenige Tage später wurde hier die erste Beerdigung durchgeführt. Hier ist das Grab von Dieter Thomas Heck und seiner Ehefrau. Auf dem Friedhof entstanden zahlreiche kunsthistorisch bedeutsame Grabstätten der Sepulkralkultur des frühen 20. Jahrhunderts. Eine der bekanntesten Grabstätten ist die des Kaufmanns und Kunstmäzens Julius Wissinger, mit dem 1920 von Max Taut und Otto Freundlich geschaffenen expressionistischen Grabmal, einer auffälligen Arkadenkonstruktion auf 8 Eisenbetonpfeilern. Zahlreiche Mausoleen und Erbbegräbnisse, die zum Teil von anderen Berliner Friedhöfen hierher überführt wurden, sind auf dem Südwestkirchhof zu sehen. Die hölzerne Friedhofskapelle, nach Vorbild norwegischer Stabkirchen, wurde 1908 bis 1911 nach Plänen des Kirchenarchitekten Gustav Werner errichtet. Bekanntes Vorbild ist die Kirche Wang im Riesengebirge.
Die hölzerne Inneneinrichtung, die sparsame Bemalung, die farbigen Jugendstil-Glasfenster und die wertvolle Orgel von Wilhelm Sauer sind im Originalzustand erhalten. In der Kapelle finden inzwischen nicht nur Trauerfeiern und Gottesdienste, sondern gelegentlich auch musikalische Veranstaltungen und Kinovorführungen statt. Leider ist die Kirche außerhalb von Veranstaltungen geschlossen. Hier ist das Grab von Theodor Fontane, aber das ist nicht der Dichter, sondern sein Sohn. Nach dem Ersten Weltkrieg erwarben die britische und die italienische Regierung Flächen innerhalb des Südwestkirchhofs, um dort Ehrenfriedhöfe für ihre in deutscher Kriegsgefangenschaft verstorbenen Armeeangehörigen einzurichten. Die beiden jeweils etwa 1 Hektar großen Soldatenfriedhöfe sind bis heute erhalten. Sie werden als Kriegsgräber heute vom Land Berlin betreut. Ende der 1930er Jahre wurden im Zuge von Speers Planung für den Aus- und Umbau Berlins in Germania unter anderem etwa 120 Erbgräber vom alten Matthäuskirchhof in Berlin-Schöneberg auf den Stahnsdorfer Friedhof überführt und am Nordrand des Südwestkirchhofs wieder errichtet. Eines der bekanntesten und prachtvollsten wiedererrichteten Gräber ist das Mausoleum von Gustav Langscheid, dem Herausgeber des Wörterbuchs Langscheid.
Aufgrund der großen Entfernung des neuen Stadtfriedhofs von Teilen seines Einzugsgebietes wurde eine neue Infrastruktur geschaffen. Mit einem größtenteils von der Stadtsynode getragenen Kostenaufwand von 2,5 Millionen Mark wurde ein S-Bahn-Anschluss direkt bis zum Friedhof geschaffen. Im Volksmund wurde diese 4,2 Kilometer lange eingleisige Stichlinie Leichen- oder Witwenbahn genannt. Sie wurde am 2. Juni 1913 in Betrieb genommen und war bis zum Mauerbau 1961 in Betrieb. Praktisch stehen wir hier auf der ehemaligen Brücke, oder wie? So. Da unten war mal die Bahn. Also da unten waren mal die Bahngleise und hier die Brücke. Das ist inzwischen alle zugeschüttet worden. Das wird das Fahrkartenhäuschen gewesen sein, ja, ist das Fundament noch. Richtig. So, heute mal die Abmoderation aus dem Auto. Es wimmelt nämlich inzwischen auf dem Friedhofsgelände von Spaziergängern. Das ist ja hier auch ein sehr beliebter Park zum Spazierengehen, zum Hunde ausführen, zum Radfahren, ist auch alles erlaubt. Ja. Sonntagmittag, alles hat gegessen und dann raus. Genau. Und wir fahren nach Hause ohne Essen. Ja. Ja, das waren nur 8,5 Kilometer, die wir über den Friedhof flaniert sind und wir haben bei weitem nicht alles gesehen. Ja, also das ist unbeschreiblich, wie groß dieses Gelände ist und wie viele Gräber hier sind. Mhm. Wenn ich richtig gelesen habe, gibt es hier 100.000 Grabstellen. Oh. Ja. Hört. Da hat man natürlich zu tun. Nee, wirklich sehenswert. Und in anderen Ländern sind solche Friedhöfe auch ein touristisches Must-See. Das fehlt hier noch so ein bisschen das Bewusstsein, aber der jetzige Geschäftsführer des Friedhofs ist sehr bemüht, Publikum ranzuziehen mit Veranstaltungen und so. Und ich denke, dass der Südwestkirchhof Stahnsdorf immer mehr an Popularität gewinnt. Verdient hat er es. Ja, auf jeden Fall. Hat er es auf jeden Fall. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es war ein bisschen interessant für euch, mal was anderes. Richtig. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.